Hallo ihr Lieben! Weil Knoblauch in meiner Küche eine ganz große Rolle spielt, dachte ich mir, ich mache ein Video darüber, was man alles mit ihm anstellen kann und wie ihr euch das Leben in der Küche auch ein bisschen erleichtert. Und zu Beginn wird fleißig Knoblauch geschält. Ich habe für dieses Video so viel Knoblauch geschält wie sonst in einem Monat, aber ich hoffe, dass es sich lohnt. Und ich habe für euch verschiedene Methoden für das Schälen getestet, aber ich musste am Ende zugeben, die einzige, die wirklich gut funktioniert, ist die klassische mit Messer und ja, Schale runterzupfen. Wir starten mit dem ersten Rezept für meine Knoblauchpaste oder Knoblauchkräuteröl. Das ist eine Zutat, die findet ihr in 90% meiner herzhaften Gerichte und deswegen ist sie auch ganz an oberster Stelle in diesem Video. Dafür werden 10 bis 15 Knoblauchzehen, je nach Größe, fein gehackt, am besten mit einem Multizerkleinerer, das geht am schnellsten. Bewahrt die Knoblauchpaste am besten in Behältern aus Glas auf, da diese den Geruch des Knoblauchs nicht so stark einziehen wie Plastikbehälter. Fügt einen Teelöffel Salz für die Haltbarkeit hinzu und einen Esslöffel Kräuter, zum Beispiel Schnittlauch, Petersilie oder auch ein Kräutermix. Jetzt folgt das Olivenöl und da fügt ihr so viel hinzu, wie notwendig ist, dass die Paste wirklich vom Öl bedeckt ist. Das ist ganz wichtig für die Haltbarkeit. Übrigens findet ihr in diesem Video die Zutatenliste wie immer in der Infobox und ein ausführliches Rezept auf meinem Blog. Wenn es so aussieht, also so eine dünne Ölschicht auf der Oberfläche hat, dann verschließt ihr das Glas gut und stellt es in den Kühlschrank. Dort ist es mindestens eine Woche haltbar und ihr könnt es für alle möglichen herzhaften Gerichte hernehmen und das seht ihr auch an meinen Rezepten. Knoblauch besonders lange haltbar machen könnt ihr, indem ihr ihn trocknet. Dafür werden die Knoblauchzehen einfach in sehr dünne Scheiben geschnitten und auf ein Backblech oder Rost mit etwas Backpapier gelegt. Der Knoblauch wird jetzt bei 60 Grad Umluft oder 80 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 3 bis 5 Stunden getrocknet. Das hängt wirklich von der Dicke der Scheiben ab. Fertig ist er, wenn es am Backpapier schön raschelt und wenn die einzelnen Scheiben sich nicht biegen, sondern brechen lassen. Danach gebt ihr den vollständig getrockneten Knoblauch in eine Kaffee- oder Gewürzmühle und mahlt ihn schön fein. Die angegebene Menge in der Zutatenliste reicht aus für so ein kleines Gewürzglas. Ihr seht, man braucht schon einiges an Knoblauch für ein bisschen Knoblauchpulver, ja? Weiter geht's mit einem meiner persönlichen Favoriten und zwar mit Knoblauchkonfit. Leute, wenn ihr das noch nicht probiert habt, jetzt ist die ultimative Gelegenheit dazu. Legt die geschälten Knoblauchzehen in eine feuerfeste Form und übergießt sie mit so viel Olivenöl, dass sie darin schwimmen können. Anschließend kommen sie in den Ofen bei 120 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 1 bis 1,5 Stunden. Alternativ könnt ihr sie auch im Topf zubereiten und dafür müsst ihr Folgendes beachten. Zunächst wird der Topf erhitzt, bei mir ist das Stufe 6 von 9 und wenn es anfängt zu blubbern, wird die Hitze reduziert auf Stufe 3 von 9 und ich koche das Ganze dann ungefähr 20 bis 30 Minuten, bis die Zehen weich sind, wie ihr seht. Es flutscht dann schön vom Messer runter. Egal ob im Ofen oder am Herd zubereitet, ihr füllt die Knoblauchzehen und das Öl in ein sauberes Schraubglas um und lasst sie auf Zimmertemperatur für ungefähr eine halbe Stunde auskühlen und danach, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Sicherheitshinweis, muss das Öl und die Knoblauchzehen im Kühlschrank gelagert werden. Das ist ganz wichtig, damit sich am Ende kein Toxin bildet, das Botulismus verursachen kann. Idealerweise konsumiert ihr sie innerhalb von 4 Tagen nach der Herstellung, aber wenn ihr alles richtig macht bei der Zubereitung und Lagerung, halten sie sich auch mehrere Wochen im Kühlschrank. Verwenden könnt ihr es zum Beispiel in Kombination mit Weißbrot. Dieses schneide ich in Scheiben, bestreiche es mit Butter, gebe es kurz in die Pfanne, bis es schön knusprig ist und gebe dann die konfierten Knoblauchzehen drauf. Verstreiche sie schön, noch ein bisschen Salz, Kräuter oder auch getrocknete Tomaten und ihr habt ja die ultimative Vorspeise. Es schmeckt wirklich wunderbar und der Knoblauch ist viel aromatischer und auch milder im Geschmack als frischer Knoblauch. Und selbst gut gekühlt bleiben die Knoblauchzehen schön weich und streichfähig. Falls ihr eine große Menge an Knoblauch verarbeiten wollt, weil ihr Angst habt, dass er schlecht wird, könnt ihr ihn zum Beispiel auch vakuumieren. Dafür braucht ihr Vakuumierbeutel und das nötige Gerät und es funktioniert ganz easy. Ihr müsst zunächst den Beutel hineingeben, verschweißen, dann legt ihr die Knoblauchzehen hinein und dann wird nochmal verschweißt und die Luft herausgezogen und euer Knoblauch ist so wiederum länger haltbar als normal.
Auf diese Weise ist euer Knoblauch circa 2 Wochen im Kühlschrank haltbar, im Gefrierschrank sogar mehrere Monate. Aber ihr müsst wissen, dass gefrorener Knoblauch immer ein bisschen an Qualität verliert, also ein bisschen an Aroma, und er ist auch nicht mehr so knackig, wenn man ihn dann auftaut. Um euch den Alltag mit Knoblauch zusätzlich zu erleichtern, könnt ihr ihn auch portioniert einfrieren. Dafür wird er zunächst mal möglichst fein zerkleinert. Legt ihn in einen Gefrierbeutel, drückt ihn schön flach, also so, dass eine Art Platte entsteht, und mit Hilfe eines Schaschlikspießes oder auch mit einem Messerrücken könnt ihr jetzt das Ganze portionieren in kleine Quadrate. Auf diese Weise wird der Knoblauch eingefroren, und wenn ihr dann eine Portion zum Kochen braucht, dann könnt ihr euch die einfach ganz leicht herausnehmen und abtrennen. Und zum Schluss noch Knoblauch eingelegt in Essig, also richtig alte, bewährte Hausmannskost. Dafür vermischt ihr in einem Topf Weißweinessig und Wasser und kocht das Ganze erstmal kurz auf. Danach reduziert ihr die Hitze ein bisschen und köchelt die Mischung ca. 3 Minuten lang. Zum Schluss rührt ihr das Salz ein, und jetzt könnt ihr schon mal saubere Schraubgläser mit dem Knoblauch befüllen. Wie ich die Gläser sterilisiere, könnt ihr unter dem Link in der Infobox nachlesen bzw. nachschauen. Die folgenden Zutaten sind optional, aber ich füge ganz gerne Rosmarin, Pfefferkörner, Senfkörner und ein bisschen Chili hinzu für den Geschmack. Am Ende noch 2 Lorbeerblätter, und jetzt wird das Ganze mit der heißen Essig-Wasser-Mischung aufgefüllt. Das Glas sofort verschließen, also solange das Ganze noch heiß ist. Es dauert ungefähr eine Woche, bis der Knoblauch sauer ist, aber man lässt ihn am besten 2 bis 3 Wochen ziehen, dann ist der Geschmack ideal. Es wird euch wahrscheinlich auch passieren, dass euer Knoblauch sich im Laufe der Tage blau färbt. Das dauert bei mir meist nur ein paar Stunden, bis es losgeht, und es ist ein ganz natürlicher Prozess. Also die Details dazu könnt ihr auf meinem Blog nachlesen, aber was ich sagen kann, ist, dass dieser Knoblauch absolut unbedenklich ist und ganz normal schmeckt. Ich hoffe, dass euch das eine oder andere Rezept in diesem Video gefallen hat, und wenn das der Fall ist, würde es mich freuen, wenn ihr den Abo-Button drückt und mir ein Gefällt mir da lasst oder auch einen Kommentar, und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder.